Stell deinen Brunnen in deine Reichtumsecke und der Wohlstand kommt. So denkt Feng Shui ursprünglich gar nicht. Wie kommt man überhaupt auf so eine Idee? Es ist eher das Endprodukt einer langen Abstraktionskette. Wenn prozessorientierte Analyse durch starre Schemata ersetzt wird, geht langsam die eigentliche Essenz des Feng Shui-Wissens verloren. Wenn ich nur das richtige Symbol finde. Ja, willkommen wieder bei Feng Shui am Freitag. Diesmal geht es um die Reichtumsecke. Also wie kommt man eigentlich so auf diese Idee? Gehen so ein bisschen dieser historischen Entwicklung dieser Reichtumsecke ein bisschen nach. Und ja, ich hoffe, spannender Content für euch gleich hier bei Feng Shui am Freitag. Ja, willkommen wieder bei Feng Shui am Freitag. Heute ein kleines Video zur Reichtumsecke. Und die Überschrift wäre vielleicht so, ja, warum die Reichtumsecke meistens missverstanden wird. Und ja, wenn Feng Shui im Internet auf einen einzigen Satz reduziert wird, dann eben oft auf diesen. Also stell deinen Brunnen in deine Reichtumsecke und der Wohlstand kommt. Und das ist eingängig, ist konkret, ist hoffnungsvoll. Genau deshalb ist es ja auch so beliebt. Das Problem ist jetzt eben nur, so denkt Feng Shui ursprünglich gar nicht. Die spannendere Frage ist deshalb nicht einfach, ob die Reichtumsecke nun stimmt oder nicht. Die spannendere Frage ist, wie kommt man überhaupt auf so eine Idee? Und genau daran kann man sehr schön sehen, worin der Unterschied liegt zwischen populärem Feng Shui, das man relativ einfach konsumieren kann, und klassischem Feng Shui, das sehr viel umfassender ist und sich nicht in einfachen Tricks erschöpft. Die sogenannte Reichtumsecke ist nicht der Ursprung des Feng Shui-Denkens. Es ist eher das Endprodukt einer langen Abstraktionskette. Wenn man diese Kette nicht versteht, dann verwechselt man eben sehr leicht Symbol, Methode und Wirklichkeit. Am Anfang steht im klassischen Feng Shui nämlich nicht die Ecke, am Anfang steht der Ort. Und dieser Ort wird zuerst nicht abstrakt gedacht, sondern wahrgenommen. In der Formschule schaut man, was ist denn das für ein Platz? Ist er geschützt? Ist er gesammelt? Ist er tragfähig? Kann sich dort überhaupt Leben entfalten? Reichtum bedeutet hier ursprünglich nicht einfach nur Geld im modernen Sinn. Reichtum meint zuerst einmal, ein Ort ist fruchtbar, er trägt Wachstum, er unterstützt Versorgung, er erlaubt Stabilität, Entwicklung und Entfaltung. Mit anderen Worten, Reichtum beginnt nicht als Dekoration, sondern als Milieu. Aber reich wird nicht der Ort selbst. Reich wird der Mensch, der in einem tragfähigen Milieu lebt, arbeitet und handelt. Ein günstiger Ort bringt den Wohlstand nicht einfach von alleine hervor. Er schafft Bedingungen, unter denen etwas wachsen kann. Wie bei einem fruchtbaren Acker. Die Erde kann gut sein, das Klima kann stimmen, das Wasser kann da sein. Aber die Saat bringt sich eben nicht von alleine aus. Und das Korn erntet sich auch nicht von allein. Es braucht also nicht nur gute Bedingungen, sondern auch menschliche Beteiligung, Wahrnehmung, Entscheidung, Arbeit, Kultivierung. Der Ort schafft Kontext, aber Reichtum entsteht dort, wo Menschen und Umgebung in eine fruchtbare Beziehung treten. Und das ist ein ganz anderer Ausgangspunkt als die Vorstellung, irgendwo eine besondere Ecke im Grundriss zu markieren und dort einen Gegenstand zu platzieren. Von dort aus entwickelten sich im Feng Shui dann verschiedene Systeme weiter. Ein wichtiger Schritt in dieser Entwicklung bestand darin, die ursprüngliche prozess- und kontextorientierte Formschule zunehmend zu vereinfachen. An die Stelle einer komplexen Analyse traten immer öfter feste Zuordnungen. Bestimmte Anordnungen galten automatisch als günstig, andere automatisch als ungünstig. Es gibt endlose Beispiele von Wasser- und Bergdrachen. So entstanden zahllose Klassifizierungen von Flussläufen, Bergformen oder Drachenformationen, die schematisch bewertet wurden. Und genau an diesem Punkt beginnt bereits ein Problem. Wenn prozessorientierte Analyse durch starre Schemata ersetzt wird, geht langsam die eigentliche Essenz des Feng Shui-Wissens verloren. Der nächste Schritt waren dann die Kompasssysteme. Hier schaut man nicht mehr nur auf sichtbare Formen, sondern auch auf Ordnung, Ausrichtung und Struktur. Das ist der nächste Schritt der Abstraktion. Ursprünglich blieb aber trotzdem die Form entscheidend, also Xingshi, die formbildenden Kräfte einer konkreten Situation. Und erst wenn man diese Kräfte versteht, bekommen Berechnungen überhaupt Bedeutung. Und das Xingshi ohne die konkrete räumliche Situation bleibt jede Berechnung letztendlich leer. Die ursprüngliche Idee war also nicht, dass Form durch Berechnung ersetzt wird, sondern dass man zusätzlich versteht, wie ein Ort orientiert ist, wie er eingebunden ist und welchen Mustern er folgt. Noch ein Schritt abstrakter wird es dann bei den fliegenden Sternen, also den Feixing. Hier wird Feng Shui dynamischer. Es geht nicht mehr nur um den Ort, sondern auch um Zeit,
Also nicht nur, wo ist etwas, sondern man zeigt sich, welche Qualität auf welche Weise. Das ist ein großer Unterschied. Denn damit wird deutlich, eine bestimmte Zone ist nicht einfach immer und ewig Reichtum. Qualitäten verändern sich, Konstellationen verändern sich. Man muss lernen, diese Veränderungen zu lesen. Dann gibt es Systeme wie Bajai, die 8 Häuser. Hier wird der Raum stärker typologisch gelesen. Bestimmte Richtungen oder Bereiche gelten, abhängig von Haus und Person, als günstig oder weniger günstig. In diesem Zusammenhang taucht dann zum Beispiel auch Sheng-Chi auf, oft übersetzt als lebendiges Qi, der aufsteigende Lebenskraft. Auch hier sieht man schon, wir bewegen uns nicht mehr nur in unmittelbarer Wahrnehmung, sondern in einem Zuordnungssystem. Das ist nicht automatisch falsch, aber es ist bereits deutlich abstrakter als die ursprüngliche Frage, trägt dieser Ort Leben oder eben nicht. Dann kommt ein weiterer entscheidender Schritt, das Bhagwa, die 8 Trigramme. Und es wird aus so einem größeren Zusammenhang herausgelöst und auf den Grundriss übertragen. Und hier muss man jetzt aufpassen und sehr sauber bleiben. Denn das Bhagwa ist ursprünglich nicht einfach ein dekoratives Raster, das man wie eine Schablone über jede Wohnung legt. Es ist Teil größerer kosmologischer, symbolischer und systemischer Zusammenhänge. Wenn man das Bhagwa isoliert und vereinfacht, dann entsteht sehr schnell die Vorstellung, dass bestimmte Lebensbereiche fest an bestimmte Raumsektoren gekoppelt sind. Damit sind wir schon ziemlich nah an dem, was heute viele Menschen unter Feng Shui verstehen. Dazu gehören dann Vorstellungen wie das sogenannte Kompass-Bhagwa oder die Annahme, dass bestimmte Richtungen, zum Beispiel der Südosten, grundsätzlich schon immer mit Reichtum verbunden seien. Solche Vorstellungen sind aber bereits das Ergebnis einer starken Vereinfachung. Noch einen Schritt weiter geht dann das sogenannte Tratüren-Bhagwa. Dort bewegen wir uns zunehmend weg von klassischer Raumdiagnostik und stärker hin zu symbolischer, psychologischer und suggestiver Arbeit. Das muss man nicht automatisch abwerten, aber man sollte ehrlich benennen, worüber wir hier sprechen. Und spätestens an diesem Punkt geht es nicht mehr nur um traditionelle chinesische Raumlehre, sondern auch um westliche Deutung, psychologische Fokussierung, Elemente des positiven Denkens und teilweise um das, was man heute Manifestieren nennt. Und genau hier entsteht der eigentliche Denkfehler, denn der besteht darin, dass man Symbole, Modell und Wirklichkeit verwechselt. Je abstrakter ein Modell wird, desto größer wird die Gefahr, dass wir das Symbol für die Realität halten. Dann passiert ungefähr Folgendes. Aus einem fruchtbaren Ort wird ein Raumsektor, aus einem Raumsektor wird eine Ecke, aus einer Ecke wird ein dekorativer Behälter für Hoffnung. Und irgendwann soll dann ein einzelner Gegenstand die Arbeit übernehmen, die eigentlich Struktur, Verhalten, Entscheidungskraft und Lebensführung leisten müssten. Dann landen wir wieder bei der Vorstellung, wenn ich nur den richtigen Brunnen in die richtige Ecke stelle, verändert sich mein Leben. Und genau da wird es heikel. Denn an diesem Punkt wird es einer komplexen Raumlehre sehr leicht eine kulturelle Projektion. Wir laden eine Ecke mit Bedeutung auf. Wir hoffen auf eine Wirkung, aber wir prüfen oft gar nicht mehr, ob die reale Umgebung überhaupt Wachstum trägt. Ist der Raum klar? Ist er tragfähig? Ist er energetisch gesammelt? Unterstützt er Konzentration, Präsenz, Ordnung und Handlung? Oder steht da zwar ein Brunnen, aber der ganze Rest des Lebens läuft dagegen? Und trotzdem wäre es jetzt zu einfach an dieser Stelle zu sagen, alles Quatsch. So einfach ist es eben auch nicht. Denn Symbole können wirken, nur meistens eben nicht in der Weise, wie Menschen es sich vorstellen. Ein Symbol kann Aufmerksamkeit bündeln. Es kann eine Absicht sichtbar machen. Es kann Verhalten erinnern. Es kann emotionale Ausrichtung stabilisieren. Es kann eine innere Entscheidung verkörpern. Dann wirkt nicht die Deko magisch, sondern die Beziehung des Menschen zu dieser Deko. Mit anderen Worten, ein Brunnen macht nicht automatisch reich, aber ein bewusst gesetztes Symbol kann durchaus dabei helfen, dass ein Mensch sich anders fokussiert, anders priorisiert, anders handelt und anders mit einem bestimmten Lebensthema in Beziehung tritt. Und dann sprechen wir nicht mehr über magisches Feng Shui, sondern über Aufmerksamkeit, Verkörperung, innere Ausrichtung und Handlung. Und genau dort kann der Raum wieder relevant werden. Nicht indem ich beliebig irgendeine Ecke nach einem abstrakten System aktiviere, sondern indem ich frage, wie mich ein konkreter Raum in meinem Vorhaben unterstützen kann. In diesem Fall etwa beim Setzen eines räumlichen Ankers. Das ist etwas völlig anderes. Was daran interessant ist, diese Entwicklung ist kein reines Feng Shui-Problem.
Etwas Ähnliches kennt man auch aus der Geschichte des positiven Denkens. Positives Denken kann ein kraftvolles Werkzeug sein. Es kann Menschen aufrichten, es kann Mut machen, es kann helfen, die eigene Aufmerksamkeit neu auszurichten. Aber auch hier gilt, sobald wir die Verbindung zur Wirklichkeit verlieren, kippt das Ganze. Da geht es nicht mehr um Klarheit, sondern um Suggestion. Nicht mehr um Handlung, sondern um Beschwörung. Nicht mehr um Beziehung zur Realität, sondern um eine innere Ersatzwelt. Und genau das ist der entscheidende Punkt. So wie aus einem fruchtbaren Ort irgendwann eine abstrakte Reichtumsecke werden kann, so kann aus einer hilfreichen inneren Ausrichtung irgendwann die Vorstellung werden, dass die richtige Haltung allein schon genügt. Aber, das wissen wir alle, so funktioniert das Leben eben nicht. Wir brauchen nicht nur innere Bilder, wir brauchen Rückmeldungen, Kontext, Wirklichkeit, eine echte Beziehung zu dem, was ist. Man könnte auch sagen, wir brauchen wieder mehr Angebundenheit. Und sobald wir diese Angebundenheit an die Welt verlieren, stellen wir uns leicht selbst ein Bein. Dann verwechseln wir Hoffnung mit Wahrnehmung, Wunsch mit Diagnose und Symbol mit Wirklichkeit. Und genau deshalb kann sogar eine Reichtumskurve interessant werden. Nicht, weil sie magisch Geld anzieht, sondern weil sie als Metapher etwas über dich sichtbar machen kann. Was verbindest du überhaupt mit Reichtum? Wofür soll diese Figur bei dir stehen? Für Sicherheit? Für Fülle? Für Sammlung? Für Vertrauen? Für die Erlaubnis, überhaupt mehr Raum einzunehmen? Dann beginnt das Symbol zu sprechen. Aber eben nicht als Zauberobjekt, sondern als Spiegel, als Anker, als verdichtete Erinnerung an ein inneres und äußeres Thema, das in deinem Leben real werden soll. Und genau an diesem Punkt wird es wieder interessant. Nicht dort, wo das Symbol die Realität ersetzt, sondern dort, wo es dich tiefer in Beziehung zur Realität bringt. Deshalb würde ich persönlich die Frage nach der Reichtumsecke anders stellen. Nicht, wo ist meine Reichtumsecke und was stelle ich hinein, sondern zuerst, was in meinem Raum trägt überhaupt Wachstum? Was stärkt Sammlung, Klarheit und Handlungskraft? Was unterstützt mich real? Was ist eine Hoffnung in hübscher Verpackung? Erst danach kann man fragen, ob ein bestimmter Bereich zusätzlich symbolisch gestaltet werden kann. Und dann kann das durchaus sinnvoll sein. Ein Raum kann nämlich durchaus wie eine Art dreidimensionales Vision-Board funktionieren. Aber nur dann, wenn Symbol, Handlung und Raum zusammenkommen. Nicht einfach Objekt hinstellen und warten, sondern einen passenden räumlichen Bereich identifizieren, ihn bewusst gestalten, eine Absicht konkretisieren, Sichtbarkeit schaffen, Qualität hineinbringen, Entscheidungen daran koppeln und das Ganze im Alltag verankern. Dann bekommt ein Symbol Gewicht. Dann ist es nicht bloß Dekoration, dann wird es Teil einer gelebten Ausrichtung. Die Reichtumsecke ist attraktiv, weil sie einfach ist. Aber einfache Bilder sind nicht immer falsche Bilder, nur eben oft unvollständig. Und genau darin liegt das Problem, denn professionelle Beratung beginnt dort, wo man nicht mehr fragt, welche Ecke steht für was, sondern was trägt hier eigentlich wirklich Leben? Was fördert Entwicklung? Was ist Struktur? Und was ist Projektion? Genau das zu lernen ist der Unterschied zwischen konsumiertem Feng Shui und einer fundierten Ausbildung. Man kann Feng Shui konsumieren, beraten muss man lernen. Denn sobald man Menschen wirklich beraten will, muss man unterscheiden können zwischen realer Raumqualität, traditionellen Methoden, symbolischer Arbeit, psychologischer Projektion und dem, was im konkreten Leben eines Menschen tatsächlich wirksam ist. Und genau darum geht es in meiner Arbeit. Wenn Sie Feng Shui nicht nur konsumieren, sondern wirklich verstehen und anwenden lernen möchten, dann können Sie bis zum 20. Juni noch in unsere Ausbildung einsteigen. Dort geht es nicht nur um Regeln und Tabellen, es geht darum, Räume lesen zu lernen, Zusammenhänge zu verstehen, Methoden einordnen zu können und Menschen so zu beraten, dass daraus tatsächlich etwas Tragfähiges entsteht. Und für Menschen, die sich noch nicht gleich auf ein ganzes Jahr festlegen möchten, gibt es auch den Einstieg über den Practitioner. Die Informationen finden Sie unter dem Video. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo und einen Daumen nach oben freuen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal bei Feng Shui am Freitag.